Ja, damit herzlich willkommen im zweiten Part unseres Piano-Tutorials zu The Legend of Zelda, den Song of Storms aus dem sehr bekannten Spiel Ocarina of Time. Im letzten Part habe ich euch gezeigt, wie ihr, ja, ich habe es hier oben nochmal verlinkt, die Melodie auf der rechten Hand spielen könnt. Ja, gerne nochmal reinschauen oder generell reinschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, in diesem Video widmen wir uns jetzt der linken Hand und nehmen dann auch am Ende des Videos beide Hände mal zusammen. Ganz wichtig hierbei, wirklich erst jetzt hier die linke Hand üben, wenn du die rechte Hand soweit drauf hast. Wenn du nochmal hören willst, wie das Stück komplett klingt in meiner Version, hier oben habe ich dir auch nochmal mein Piano-Cover dazu verlinkt. Da auch gerne mal hören, reinschauen, wenn du möchtest. Ich hatte es im vergangenen Video schon gesagt, letztendlich spielen wir immer diese drei Akkorde. So ist es auch in der linken Hand. Bloß wir brechen es im Prinzip auf, ja. Du siehst, ich spiele ja im Prinzip hier, ja, ich könnte es ja auch hier so spielen, den D-Moll-Akkord, aber mit linker und rechter Hand zusammen. Ja, was wir normalerweise vielleicht mit einer Hand anschlagen würden, schlage ich hier dann, wenn ich beide Hände zusammennehme, mit linker und rechter Hand an. Und so ist es auch mit den anderen Akkorden. Das heißt, am Anfang, ja, das ist jetzt der erste Part, spielt die linke Hand einfach nur D, E, F und geht dann wieder zurück zum E. In diesem Rhythmus und dieser Geschwindigkeit etwa, ja? Das ist der erste Abschnitt, ne, den die linke Hand hier spielt. Denke ich gar nicht so schwer. Das Ganze wiederholt sich dann zweimal, ne? Der Anfang, du weißt es vielleicht noch vom letzten Part, wiederholt sich hier auch zweimal, ne? Das Ganze wiederholt sich also zweimal. Okay, denke ich nicht allzu schwer. Jetzt kommt der schwerere Part. Und zwar, jetzt spielen wir folgendes. Das hier, ja. Und da müssen wir jetzt schon mit der linken Hand ganz schön springen. Also ich bin der Meinung, in diesem Song, in dieser Melodie ist die linke Hand hier deutlich der schwerere Part, wenn man es so spielt. Ich zeige dir auch noch gleich eine andere, einfachere Variante. Und zwar begleiten wir eigentlich, indem wir D-Moll, E-Moll, F-Dur, E-Moll spielen. Wieder nur diese drei Akkorde, wie wir sie die ganze Zeit schon haben. Ne? Aber wir brechen die jetzt insofern auf, dass wir hier das D spielen und das F und das A, ja, was in dem Akkord mit drin ist, das spielen wir jetzt hier oben. Jetzt könnten wir natürlich uns das einfach machen so, aber die rechte Hand ist ja nicht da. Wir haben ja nicht drei Hände. Das heißt, wir spielen also hier nur mit der linken Hand und müssen hier hochspringen. Und das ist etwas, das muss man wirklich üben. Das muss auch ich üben. Also das kann ich auch nicht gleich auf Anhieb so. Da muss man einfach ein Gefühl für kriegen. Und da empfehle ich erstmal ganz langsam das zu machen. Wirklich in Zeitlupe am Anfang meinetwegen, ja. Ist auch nicht schlimm, wenn du am Anfang gucken musst. Du weißt, okay, F und A muss ich hier oben anschlagen. Hier. Ja, da muss man am Anfang vielleicht auch ein bisschen gucken und dann wird man schon merken, dass man dann deutlich schneller wird, wenn man das ein bisschen geübt hat. Und dann kann man ruhig auch versuchen, das Ganze schneller anzuschlagen, ja. Aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du das erstmal in Ruhe übst. Das ist ein richtiges Gefühlsding, ja. Das ist nichts, was man jetzt gleich innerhalb von 3 Sekunden kann, wenn man das vorher noch nie so gemacht hat. Also da muss man wirklich ein Gefühl für kriegen. Das ist vor allem auch wichtig, dass du das dann soweit fast schon im Schlaf hier kannst, so schnell, wenn wir beide Hände zusammennehmen. Weil wenn du dann noch gucken musst, hier links und guckst auf der im gleichen Moment hier rechts, da kommst du nicht klar. Ne? Also dann kriegst du es nicht hin, beide Hände zusammenzunehmen. Deswegen musst du die rechte Hand wirklich super beherrschen und auch das hier super beherrschen. Ne?
Dann springen wir hier zum E. Und jetzt kommt der E-Moll-Akkord. Das heißt, was brauchen wir? Genau, wir brauchen hier also das G und das H, aber das G und das H spielen wir hier oben. Und schlagen das nur einmal an im Rhythmus. Ne? Eben haben wir zweimal und jetzt nur einmal. Ja? Auch wieder diesen Sprung hier, den musst du üben. Ne? Das sieht jetzt einfach aus, wie ich das hier mache, aber das ist, weil ich das jetzt wirklich schon 500.000 Mal geübt und gespielt habe. Das muss man wirklich am Anfang üben. Und dann gerne auch diesen Übergang hier, also diese beiden Abschnitte mal zusammen üben. Ganz wichtig. Dann geht's weiter. Genau selbes Prinzip. F-Dur. Ja, auch wieder diesen Abschnitt üben. Also die Systematik ist nicht schwer einzuprägen. Ne? Also das ist nicht das Problem. Ne? Also wir spielen einfach D-Moll, E-Moll, F-Dur und wieder E-Moll. Die Schwierigkeit ist die Technik jetzt hier. Hier muss man wirklich die Technik üben, dass man das so auch in der Geschwindigkeit hinkriegt. Ja? Und dann wieder E-Moll. Das ist der ganze Abschnitt. Und das muss man natürlich ein bisschen erstmal üben, ja. Also das ist klar. Das kannst du auch dann gerne langsam üben. Erstmal für den Anfang, ja. Und dann nach und nach schneller werden. Wir springen jetzt zum B hoch. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier mal einen anderen Akkord mitnehmen. Und zwar B. Und hier ist der Sprung kleiner. Ne? Hier muss man nicht so weit springen, das ist vielleicht ganz angenehm. Wir spielen B, F und A. Ja. Das erstmal wieder üben gerne. Macht es auch ruhig so in der Fingerhaltung. Ne? Kleiner Finger, Zeigefinger, Daumen. So mache ich es immer. Man könnte es auch so machen mit Mittelfinger, aber ich mache es gerne hier mit Zeigefinger. Das trifft auf die anderen Sachen hier auch zu. Ja? Da mache ich es ja auch so. Okay, wir sind jetzt aber hier. B, F und A zweimal. Dann gehen wir zum A. Und schlagen nochmal das F und das A an. Ja? Ich wiederhole nochmal. Also das ist hier der Abschnitt. B, F, A, F, A, A, F, A. Ja? Dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Wieder zweimal hier das F und das A anschlagen mit dem B vorher und dann, das ist der Unterschied, schlagen wieder das A an, aber jetzt schlagen wir nicht das F an, sondern hier das E. Okay, ja, das ist das, was hier die linke Hand spielt, also nochmal. Das ist dieser Abschnitt. Genau, so. Dann geht's weiter. Jetzt wiederholt sich das Ganze einfach nochmal, weil, wenn du das noch richtig in Erinnerung hast vom letzten Mal, also vom ersten Part der letzten Woche, wiederholt sich das hier in der rechten Hand ja auch nochmal. Deswegen dementsprechend logischerweise wiederholt sich die linke Hand ja auch nochmal. Auch das wiederholt sich nochmal. Aber diesmal nur einmal. Ne? Also diesmal wiederholt sich das hier nicht zweimal, sondern wir gehen gleich in den zweiten Abschnitt dieses Parts hier rein, ne? Wenn du dich noch erinnerst. Ne? Vorher hatten wir das so und dann hier auf dem E, ne? Auf dem E und dem A und jetzt gehen wir gleich hier rein. Ne? Das ist ja hier das Ende von der ganzen Melodie. Ne? Dementsprechend spielen wir auf der linken Hand ja auch kürzer und dann geht es wieder von vorne los. Okay, ja, also das ist im Prinzip dann das, was die linke Hand spielt. Das wird gleich noch besser deutlich, falls du jetzt ein bisschen vielleicht durcheinander bist. Also es wird gleich noch besser deutlich, wenn wir beide Hände zusammennehmen. Also ich wiederhole jetzt nochmal komplett, was die linke Hand spielt. Und dann zeige ich dir aber mal noch die einfachere Variante für die linke Hand. Wie gesagt, falls dir das
hier ein bisschen zu kompliziert ist. Also ich spiele nochmal komplett die linke Hand. Wir spielen erstmal D, E und F. Das Ganze wiederholt sich zweimal. Dann kommt dieser Part. Und jetzt springen wir hoch, hier zum B. Das wiederholt sich nochmal, aber jetzt hier auf dem E und dem A. So, dann das Ganze nochmal. Wieder hier hoch, aber diesmal nur einmal. Und dann geht alles von vorne wieder los. Okay, gut. Und jetzt zeige ich dir mal die einfachere Variante. Und zwar kann man natürlich diesen Akkord, den wir ja immer hier oben gespielt haben, dann kann man auch hier unten spielen. Geht auch. Ne? Klingt dann vielleicht weniger, weiß ich nicht, weniger aufregend, aber es ist natürlich einfacher für den Anfang. Ja? Also wenn du wirklich sagst, das ist dir zu schwer oder du willst erstmal wirklich nur die Grundmelodie so spielen, ganz einfach, dann kannst du es gerne so spielen, ja. Beziehungsweise kannst du es auch hier oben spielen. Ne? Theoretisch gehen wir ja hier hoch, weil auch die rechte Hand hier hoch geht. Da kannst du natürlich auch, statt das D hier unten zu nehmen, auch das D hier oben nehmen. Das ist jetzt natürlich eine gewisse Präferenz. Dann klingt das so. Ja, das ist hier also der Unterschied. Ne? Statt so kannst du auch so spielen. Gar kein Problem. Das wäre jetzt die einfache Variante und den Rest, den kannst du, glaube ich, so lassen, weil das ist ja nicht so schwer. Da müssen wir nicht so groß springen. Ne? Das ist ja einmal hier und einmal hier, beziehungsweise hier. Ne? Wiederhole das in Ruhe nochmal und geh jetzt wirklich erst weiter, wenn du sowohl rechte Hand als auch linke Hand super einzeln spielen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du nicht jetzt durcheinander kommst. Erst wenn du das soweit drauf hast, dann nimmst du jetzt bitte beide Hände zusammen und ich spiele dir das jetzt einfach mal langsam vor, ja? So, das ist der erste Abschnitt. Was machen wir? Wir spielen im Prinzip im Wechsel, ne? Bis dahin erstmal. Die linke Hand fängt an, schlägt das D an und jetzt spielen wir den D-Moll-Akkord voll, aber hier auf der rechten Hand machen wir den voll. Ja? Jetzt wieder die linke Hand und die rechte Hand mit dazu. Und wieder die linke Hand und wieder die rechte Hand. Immer im Wechsel am Anfang hier. Okay. Das erstmal in Ruhe üben, das wiederholt sich dann nochmal. Und dann gehen wir hier hoch und jetzt kommt der schwierige Part. Da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Du musst wirklich einfach hier, ne, hier spielen teilweise die linke und rechte Hand zusammen, aber teilweise auch so ein bisschen versetzt. Also da musst du wirklich einfach gucken, dass du hier den Rhythmus in beiden Händen einhältst. Ne? Ich spiele sie nochmal ganz langsam vor. Das ist im Prinzip der ganze Part. Also ich denke, das ist der schwerste Part der ganzen Melodie. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das hier so spielen konnte. Also wirklich, wenn du da Probleme hast, dann empfehle ich dir das einfach mal ganz, ganz langsam erstmal in Zeitlupe zu spielen und dann nach und nach schneller zu werden. Ja, und dann kannst du irgendwann schneller werden. Und dann klingt das auch schon richtig toll. Ja, und dann geht's weiter. Ne, das war der Abschnitt.
Auch wieder ganz langsam und in Ruhe üben. Und dann wiederholt sich das nochmal. Und dann enden wir hier auf dem E und dem A. Rechte Hand spielt alleine. Und wenn wir hier auf dem D landen, schlägt auch die linke Hand hier das D an und dann geht's weiter. Also dann geht's wieder von vorne los, okay? Die Schwierigkeit hierbei ist wirklich, dadurch, dass du diese Sprünge hier machst, auf der linken Hand, da musst du dich sehr konzentrieren, hier mit der rechten Hand nicht durcheinander zu kommen. Also die Schwierigkeit ist wirklich das Zusammenspiel, vor allem an dieser Stelle. Alternativ kannst du natürlich auch das Ganze so spielen. Geht auch. Ist dann deutlich einfacher, ja, also das kannst du auch machen. Du kannst natürlich auch theoretisch einfach nur die einzelnen Töne anschlagen, ne? Das wäre die einfachste Variante, also die linke Hand spielt wirklich nur den Grundton mit. Das geht auch. Ja, also das wäre jetzt die leichteste Variante, dass wir mit der rechten Hand die Melodie spielen und die linke Hand spielt einfach nur den Grundton mit. Das wollte ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben. Also du musst nicht immer hier ausgefeilt auf der linken Hand spielen. Wenn dir das einfach zu viel ist, spiel einfach nur den Grundton mit. Klingt auch schön. Plus, ja, ich finde es immer schöner, wenn man natürlich hier ein gewisses Muster hat, was irgendwie so, ja, einfach das ganze Lied, die ganze Melodie ein bisschen interessanter macht. Ja, und ich würde sagen, ich spiele das Ganze jetzt einfach nochmal vor. Dann hast du auch nochmal ein Gefühl dafür, wie das am Ende klingen sollte und wie der Rhythmus und die Geschwindigkeit so ist. Und ja, hast dann auch nochmal einen besseren Eindruck, um das Ganze selber auch so zu spielen. Okay, also ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal alles komplett vor. Und so weiter und so fort. Ne? Hier geht es dann also immer weiter. Ja, was man noch machen kann, man kann dann auch hier oben die Oktave wechseln. Das mache ich auch in meinem Piano-Cover, dass man es nochmal hier oben spielt. Ne? Das klingt dann so. Zum Beispiel. Du siehst hier, mache ich dann nicht mehr diesen großen Sprung, einfach weil ich hier nicht genug Platz habe und weil mir das hier zu tief ist. Also da mache ich dann auch die einfachere Variante, wenn ich das hier oben spiele. Aber da kann man auch selber noch sich eigene Varianten basteln. Das ist ja nur die Grundversion, die Grundmelodie. Darüber hinaus kannst du dir natürlich noch Sachen einfallen lassen, Sachen ausprobieren, die vielleicht, wo du vielleicht sagst, ach, da finde ich, wenn ich das so und so spiele, klingt das noch ein bisschen besser. Da sind deiner Fantasie und natürlich deinem Können hier keine Grenzen gesetzt. Aber das war erstmal hier so meine Version von diesem Song of Storms von Legend of Zelda. Ich hoffe, ich hoffe euch hat das Ganze gefallen und ihr könnt den Song jetzt auch auf dem Klavier spielen. Wie gesagt, also ich denke, man braucht ein bisschen seine Zeit, vor allem dann beide Hände zusammenzuspielen, aber das ist ja nicht schlimm. Da einfach wirklich ganz, ganz in Ruhe langsam üben und wiederholen und dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Ja, also viel, viel Spaß mit diesem Lied. Wenn ihr noch an mehr Content von mir interessiert seid, dann schaut gerne unten in der Videobeschreibung, da findet ihr meine Kurse. Da zeige ich euch, wie ihr ja, in kürzester Zeit das Klavierspielen von Grund auf frei, also ohne Noten, auf dem Klavier erlernen könnt. Gerne mal reinschauen. Ansonsten freue ich mich auch immer gerne über Likes und über Kommentare, was ich besser machen kann oder was ihr euch noch von mir wünschen würdet an Songs, was ich euch mal zeigen soll. Gerne alles unten ja, reinschreiben, wenn ihr Lust habt. Wir sehen uns dann auch hoffentlich in einem anderen Video wieder. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, viel Spaß weiterhin beim Klavierspielen. Bleibt dran. Euch noch eine wunderschöne Zeit.